die Westfjorde. Mit rund 9.400 Quadratkilometer Fläche, etwa 4-mal so groß wie das Saarland. Doch hier leben nur 7.000 Menschen, davon 3.000 in Ísafjörður. Es ist das Verwaltungszentrum dieser Region. Wenig Menschen, aber viel Schafe, grüne Hügel, die von Gletschern geformt sind, das zeichnet diese Gegend hier aus. An Sehenswürdigkeiten findet sich auch einiges. Raudi Sandur, der rote Sandstrand zum Beispiel. Oder Dynshandi, ein sehenswerter Wasserfall. Und mit Garda BA64 findet sich ein altes Wrack. Den Vogelfelsen Latreberg lassen wir aus, denn die Vögel ziehen Anfang August weiter, sodass sich der weite Weg nicht lohnt. Denn die Strecken hier dürfen nicht unterschätzt werden. 30 Kilometer Luftlinie heißt mal schnell 200 Kilometer mit dem Fahrzeug. Und viele Wege sind nur Pisten. Der Reiseführer Lonely Planet zählt diese Region zu einem der Top-10-Ziele auf der Welt, die man einmal im Leben besucht haben sollte. Das sagt schon viel. Wir haben unseren Standort für die Westfjorde im Norden der Halbinsel gewählt. Von hier aus besuchen wir die Sehenswürdigkeiten. Unser Domizil für diese Woche auf den Westfjorden ist der Reiterhof Heydalur. Die alte Scheune wurde umgebaut, hier finden sich 19 Zimmer, dann gibt es noch 3 Hütten, eine davon belegen wir. Der Hof ist ziemlich autonom, man setzt hier sehr stark auf eigene Versorgung, denn der nächste Supermarkt ist etwa 2 Fahrstunden entfernt. Die Gewächshäuser werden mit Erdwärme beheizt, dort wird Gemüse angebaut. Es gibt eine eigene Forellenzucht und auch das Brot wird selbst gebacken. Von Heydalur aus lassen sich Wanderungen unternehmen oder auch kürzere oder längere Ausritte auf einem der hier lebenden Islandpferde. Sie gehören, wie die Schafe, seit Jahrhunderten zu dem Land und ermöglichen ein Überleben der Menschen unter diesen Bedingungen. Islandpferde sind recht klein, sie erreichen nur selten eine Größe von 1,50 Meter, aber auch geselliger, neugieriger und intelligenter als viele andere Pferde. Bei der Besiedlung Islands von Norwegen aus im 9. Jahrhundert konnte man nur ein Pferd pro Langboot mitnehmen. Also suchten sich die früheren Siedler das jeweils Beste aus ihrem Bestand aus. So entstand eine gesunde Population an robusten, starken und intelligenten Pferden. In dem alten Gewächshaus hat man einen Pool angelegt, inmitten der üppigen Vegetation. Außerhalb finden sich 2 künstlich angelegte warme Quellen. Das Wasser kommt direkt aus der Erde. Ein paar Meter entfernt liegt zudem ein natürlicher Pool inmitten der Wiese. Das Wasser hat eine Temperatur von etwas über 40 Grad Celsius. Wir sind auf dem Weg nach Ísafjörður, dem Zentrum der Halbinsel. An der Küste entdecken wir einige Seehunde, die sich nahe dem Ufer auf Steinen im Wasser faul regeln. 2 Robbenarten leben ständig an Islands Küsten, der Seehund und die Kegelrobbe. Andere Arten kommen gelegentlich nach Island, wie die Sattel-, Bart- und Ringelrobben. Früher gab es auch Walrosse, die wurden aber im 17. Jahrhundert schon ausgerottet. Nach 2 Stunden Fahrzeit haben wir die Metropole der Westfjorde erreicht, Ísafjörður. Wer eine größere Stadt erwartet, liegt falsch. Auch wenn der Ort mit den etwa 3.000 Einwohnern fast ein städtisches Flair verbreitet. Hier konzentrieren sich Handel, Verwaltung und Dienstleistungen der Westfjorde
Alljährlich finden die Europameisterschaften im Schlammfußball statt. Seit 920 sollen Menschen an diesem Ort gelebt haben. Eine Sandbank schützt einen der besten natürlichen Häfen der Fjorde. Wir machen einen Stadtspaziergang. Es ist recht wenig los, obwohl 2 Kreuzfahrtschiffe angelegt haben. Man lebt vom Fischfang und dessen Verarbeitung, recht wenig vom Tourismus. So finden sich nur ein paar Geschäfte mit Handwerkswaren für Touristen. Zugleich führen die Läden Artikel für den täglichen Bedarf für die Einwohner. Zu finden sind mehrere größere Supermärkte, Schule, Krankenhaus und einige Museen. Dazu zählen das Heimatmuseum der Westfjorde, ein Alltagsmuseum sowie eine Akkordeonsammlung mit 240 Instrumenten. Ein paar Kilometer weiter liegt die ehemalige Fischereistation Ösfjör, heute ein kleines Museum. Zu sehen gibt es eine originalgetreu wieder aufgebaute Fischerhütte, ein Salzhaus für den Klippfisch, die Trockenhütte und ein Platz, auf dem die Fische getrocknet wurden. Das Ruderboot, mit dem 6 Männer auf Walfang gingen, liegt am Strand. Ständig bewohnt war Ösfjör von 1905 bis 1925. Alles in den Gebäuden ist original, als wären die Männer gerade auf Fang. In dem Haus wohnten 6 Männer und eine Frau. Die Fischer teilten sich 3 Betten, die Frau hatte ein eigenes. Sie bekochte die Männer, erhielt dafür 2% des Fangpreises als Lohn. Für die Saison von Januar bis Ende Juni mussten die Männer eine Truhe mit Lebensmitteln mitbringen. Auf dem Rückweg nach Haidalur besuchen wir das Polarfuchszentrum in Suðavík. Schätzungsweise 7000 Polarfüchse leben auf der Insel, davon der größte Teil auf den Westfjorden. Sie werden gejagt zum Schutz der Schafe, so heißt es. Nur werden kaum Schafe von den Tieren gerissen, erheblich mehr fallen dem Straßenverkehr zum Opfer. In dem Zentrum zieht man allein aufgefundene Jungtiere auf, deren Eltern der Jagd zum Opfer fielen. Nur in dem nördlichsten, unzugänglichen Zipfel der Westfjorde, in Hornstrandir, sind sie geschützt. Noch heute halten die meisten Bezirksverwaltungen Fuchsjäger. Es gibt eine Belohnung für erjagte Füchse und der Staat bezahlt eine Abschussprämie. Ein Tagesausflug von Haidalur aus ist es bis Djúpavík, am östlichen Rand der Westfjorde gelegen. An den Ufern häufen sich angeschwemmte Baumstücke, in den Wiesen findet sich Wollgras. Die Pflanzen besiedeln vorwiegend moorige, also feuchte Standorte. Die gibt es in den Westfjorden ausreichend. An der Küste finden sich zahlreiche Vögel. Island steht nicht nur für den bekannten Papageientaucher, sondern auch für zahllose weitere Vögel wie Möwen, Gänse, Austernfischer, Seeschwalben, Raben, Falken sowie zahlreiche See- und Zugvögel.
1910 lebten auf den Westfjorden noch 13.000 Menschen. Heute sind es 7.000. Verlassene Gehöfte sind nicht selten. Dafür begegnen einem allerorten Schafe. Man lebt von der Landwirtschaft, dem Fischfang und in der kurzen Saison etwas vom Tourismus. Keine andere Region des Landes ist so von Abwanderung betroffen, aufgrund extremer Klimabedingungen. In Djupavik leben noch 3 Menschen das ganze Jahr über. In der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts waren es noch 300. 1934 entstand hier eine der damals fortschrittlichsten Heringsfabriken weltweit und das mit 6.000 Quadratmeter größte Betongebäude Islands. Nur blieb ab 1948 der Hering aus, was das Ende der Fabrik besiegelte. 1982 war keiner mehr hier. 2 Jahre später kam ein Ehepaar, renovierte das Arbeiterinnenhaus und öffnete ein Hotel. Sie unternehmen große Anstrengungen, um den Verfall der Fabrik zu stoppen. Im Sommer finden Kunstausstellungen statt und man nutzt es für kulturelle Veranstaltungen. Heute sind 7 Gebäude im Ort renoviert und bewohnbar. Einige Menschen nutzen sie im Sommer. Wir fahren noch ein Stück die Piste weiter bis nach Gjögur. Hier scheint alles ausgestorben. Die Landschaft ist baumlos, die Vegetationsperiode kurz. In Holmavik kann man das Museum der Zauberei und Magie besuchen, das sich mit der Hexenverfolgung auf Island befasst. Sie plagte das Land im 17. Jahrhundert. 21 Menschen fanden den Tod auf dem Scheiterhaufen, darunter eine Frau. Hexerei war wohl eher Männersache. Der Besitz oder Gebrauch von magischen Runen und Symbolen reichte schon für ein Todesurteil aus. Eine Leichenhose, isländisch Nabrok. Trug man sie, ging einem nie das Geld aus. Gewonnen wurde sie mit zu Lebzeiten erteiltem Einverständnis von Verstorbenen durch einen Zauberer. Das hier jedoch ist eine gute Nachbildung. Ein nahegelegenes Museum befasst sich mit weniger makabren Seiten des Landes. Es geht um die Schafe, die jahrhundertelang für das Überleben der Menschen existenziell waren. Schon die ersten Siedler brachten sie her und nur dank ihres Fleisches und der Wolle konnten sie hier überleben. Es gibt mehr Schafe auf Island als Menschen. Eine Besonderheit, die es nur hier gibt, sind Leitschafe. Sie gelten als außergewöhnlich klug und entschlossen, seien besonders wetterfühlig. Einige Leitschafe genießen eine große Berühmtheit, da sie beim Schafabtrieb im Unwetter eine große Anzahl Schafe und etliche Treiber aus Lebensgefahr gerettet haben sollen. Frühmorgens geht es am Folgetag los. Es steht eine größere Rundfahrt an. Es geht zu 3 Sehenswürdigkeiten, dem roten Sandstrand Rauði Sandur im Süden,
einem 1981 gestrandeten Schiffswrack und den Wasserfall Duschanbe. Die Fahrtstrecke beträgt durch die vielen Fjorde etwa 500 Kilometer. Schon die Fahrt über eine Hochebene auf einer guten Piste lohnt der Landschaft wegen. Nach gut 3,5 Stunden erreichen wir unser erstes Ziel, Raudi Sandur. Zu Fuß sind es dann noch 20 Minuten bis zum Strand. Hinkommt man am besten bei Ebbe. Je nach Lichteinfall erscheint der Strand intensiv rot, orange, gelb oder beige. Er würde jedem Strand in der Karibik zur Ehre gereichen, wären da nicht die Temperaturen im Wasser wie an Land und die fehlenden Palmen. 10 Kilometer lang und nicht der einzige schöne Sandstrand in dieser Gegend. Die rote Farbe des Sandes kommt von der Schale der isländischen Kammuschel, die rund um Breiðafjörður weit verbreitet ist. Bei guten Bedingungen leben über 100 Muscheln auf einem Quadratmeter. Sterben sie, zerbröseln die Wellen die Schalen und spülen die Reste an Land. So gesehen ist der Sandstrand eher ein Muschelstrand. Nahegelegen an der Küste von Patreksfjörður liegt das Wrack der Garda B64. Gebaut 1912 in Norwegen, kam das Schiff 1950 nach Island und strandete 1981 hier an der Küste, rostet seitdem vor sich hin. Früher diente es zum Walfang, später hat man es für den Fang von Heringen umgebaut. 1982 schließlich lief die Zeit für das Schiff ab, es war nicht mehr seetüchtig und wurde auf dem flachen Kiesstrand auf Grund gelaufen. Eine knappe Stunde später, meist auf einer Piste, haben wir den schönsten Wasserfall der Westfjorde erreicht, den Duschanbe. Er stürzt über mehrere Stufen rund 100 Meter in die Tiefe. Der Name bedeutet Dröhner, des lauten Geräusches des fallenden Wassers wegen. Im oberen Bereich scheint der Fall wie ein breiter und zugleich filigraner Vorhang zu Tal zu fallen. Der Duschanbe ist aber nur einer von mehreren Wasserfällen hier. Oberhalb finden sich im Verlauf des Flusses eine ganze Reihe kleinerer Fälle wie auch unterhalb.